Ja, hallo liebe Leute, neues Video zum Modellflugzeug soll jetzt langsam weitergehen. Ähm, Ich habe, wie gesagt, das Höhenleitwerk ist so gut wie fertig. Die Flaps, das muss ich gucken, wie ich die halt da anlenke. Das wird nicht mit Scharnieren gemacht. In den Tragflächen, da habe ich halt Scharniere drin an den Querrudern. Und das muss ich aber auch alles noch zusammenbauen. Aber gedruckt sind die meisten Sachen schon. Und jetzt soll hier vorne noch ein System dran, und zwar möchte ich das Flugzeug so machen, dass ich das zum Segler machen kann und relativ fix ändern kann auf einen Motorflieger. Und für den Start möchte ich jetzt hier so eine Motorhaube vorne drauf konstruieren, in die dann ein passender Motor eingesetzt werden kann. Das ist so ein 60 Gramm Außenläufer mit, ich glaube, 900 Umdrehungen pro Volt. Den habe ich aus meiner Mini-Ellipse entwendet, die leider nicht mehr flugfertig ist und auch nicht mehr repariert werden kann. Und der Motor tut es aber noch und Regler, und das kommt hier rein. Ist nicht allzu stark, aber schon stark genug, um so ein Flugzeug halt nach oben zu bewegen. So, dann legen wir los. Da soll jetzt also eine Motorhaube drauf. Die Motorhaube soll so Lufthuzen bekommen und halt dann habe ich mir gedacht, dass ich hier so ein Befestigungssystem reinmache, dass ich also hier so Teile reinklebe. Hier in den Rumpf kommen dann noch so kleine Löcher. Und da kann man dann das dran stecken und da einen Stift durchstecken und mit einer Schraube oder Mutter oder wie auch immer sichern. Und dann ist das fest. Ob ich das mit einem Stift mache oder mit einzelnen Schrauben, das muss ich noch zeigen. Es muss halt auch haltbar sein und die Leistung des Motors aushalten. Aber erstmal machen wir nur die Motorhaube. So, was haben wir hier? Wir haben hier den Rumpf, und ich weiß, dass das hier eine Ellipse ist. Die ist so 40 und so in der Breite 39 mm. Und genau damit müssen wir jetzt hier weitermachen. Das heißt, ich mache im Part Design Modus erstmal einen neuen Body. Und der kriegt den Titel Motorhaube. So, bitte nicht über die Nummerierung wundern. Ich habe natürlich sowas schon konstruiert. Und ich weiß also, wie es geht. Und die sind auch hier drin. Aber ich will euch natürlich zeigen, wie man das konstruiert. Da kommt bestimmt nicht dasselbe raus, was ich zunächst konstruiert habe. Die Motorhaube, die kriegt eine Tiefe von 24 mm. Lang wird die 24 mm. Plus die Dicke der, wie heißt sie, des Motorspanns. Und die kriegt natürlich eine Form, die hier so angepasst ist. Das machen wir über einen Loft. Das heißt, erstmal konstruieren wir hier eine Zeichnung rein. Das ist hier genau die X, müssen wir gerade mal schauen, können wir hier unten sehen, die Z-Ebene, auf die wir das konstruieren müssen. Ne, die YZ-Ebene. Da kommt die Schraube drauf, diese Zeichnung drauf. Also wir brauchen nicht zwei Datumplanes, nur eine gleich für den zweiten Spand oder die zweite Zeichnung. Okay, fangen wir an. Neue Zeichnung. Auf die, ich habe gesagt, die YZ-Ebene. Und da sieht man, das stimmt soweit. Dann können wir das hier so umschalten. Man sieht hier Gott sei Dank noch was. Und dann zeichnen wir da erstmal eine Ellipse rein. Das geht mit dieser Funktion hier. Die Mitte kommt schon mal hier so drauf. Und dann wird das höher als breit. Das ist nicht ganz unwichtig. So, das hier wird horizontal ausgerichtet. Das kriegt eine Breite. Die machen wir jetzt die 40, beziehungsweise ich möchte das eigentlich so machen, dass ich das so ein bisschen überragen lasse um 1 mm an jeder Seite. Machen wir es mal 42. Und die Höhe, da tragen wir auch einen Wert ein, und das wird dann 39 plus 2, also 41. Hier, da muss man den richtigen nehmen. Den bitte. Und der wird 41. Ich habe
Unfug gemacht. Das wird natürlich die 42. Und der hier, der wird die 41. So, jetzt können wir dieses Maß hier, das weiß ich aus der Konstruktion des Rumpfes. Das bekommt einen Abstand von 1 mm. Und wir können das mal zum Test probieren, ob das wirklich so hinkommt. Ich mache jetzt hier mal eine 39 raus. Jo, das bekommt hin. Also machen wir hier wieder die 41 und haben die Ellipse darauf konstruiert. Wir können das schließen. So, jetzt gibt es eine Datum Plane. Dazu machen wir uns die ganzen Ebenen hier wieder sichtbar. Selektieren diese hier. Das ist immer ein bisschen schwierig, die zu selektieren. So ist richtig. Und dann eine Datum Plane. Und die wird verschoben in der Z-Richtung. Und zwar, ich glaube, das geht in Richtung minus 24 mm. Da soll die zweite Zeichnung hin. Da können wir jetzt die eigentlich kopieren. Das machen wir auch. Das heißt, erstmal hier OK drücken. Dann können wir die wieder deselektieren. Die Datum Plane selbst können wir auch unsichtbar machen. Wir nehmen diesen Sketch, einmal STRG C, klicken einmal hier auf die YZ-Plane, dann ist das nur noch der Sketch selektiert. Einmal STRG V drücken, den Sketch in diesen Body reinholen und jetzt wird er auf diese Datum Plane gesetzt. Das machen wir, indem wir die selektieren und hier auf diesen Knopf drücken. Skizze einer Fläche zuordnen, dann ganz nach unten, man sieht hier, da ist sehr viel drin, Sketch Nummer 94 ist der richtige und Flatface und OK. Jetzt ist der natürlich viel zu groß, jetzt muss man sich überlegen, in der Seitenansicht, wie wird der denn? Ja, der muss natürlich in der Richtung kleiner werden, aber wir fangen natürlich an mit dieser Ansicht hier. Das heißt, Doppelklick hier drauf und wir können es Gott sei Dank hier noch selektieren. Die 41, da machen wir jetzt mal. Also ich weiß, dass der Motor, der Spinner dieses Motors, der hat 32 mm und dann machen wir hier mal die 34. Und wie das bei so Ellipsen ist, der muss immer größer bleiben. Das heißt 34, dann machen wir hier die 35. So, jetzt schauen wir uns das von der Seite an. Und dann können wir das hier erstmal schließen und machen erstmal hier ein Loft. Das heißt, Sketch 93 wird selektiert. Die Funktion Loft ausgewählt. Die kriegt erstmal hier ein Ausrufungszeichen, ist völlig korrekt. Und jetzt geht man her, sagt Schnitt hinzufügen und da kommt jetzt der Sketch 94 noch hinzu. Und OK. Und dann haben wir den Motorspann da dran. So, ich möchte später hier natürlich das so ein bisschen überstehen lassen, dass das da so reingreift. Deswegen mache ich Folgendes, dass ich hätte vielleicht doch mit Datum Planes arbeiten sollen. Machen wir nochmal neu. STRG Z, der kommt weg. So, wir machen eine neue Datum Plane. Die wird auch auf die YZ-Ebene hier Datum Plane. Hat er das jetzt nicht gemacht? Mal gucken. Nee. Habe ich irgendwas falsch gedrückt? Ach klar, habe ich was falsch gedrückt. So, da müssen wir natürlich diese Funktion hier wählen. Und diese Datum Plane, die wird jetzt bewegt in Z-Achse, in der Z-Achse, und zwar minus 1 mm als Überstrang. Oder 2. Versuchen wir es mal mit 2. Aber nicht Minus, sondern Plus.
Das heißt Doppelklick und da kommen 2 mm rein. Das hat er jetzt gemacht. Dann können wir jetzt erstmal den Sketch 93 auf diese Datumplane setzen. Also mit dieser Funktion Sketch Nummer 93 soll da drauf. Kann man schauen, das ist immer noch genügend Überstand auf allen Seiten. Und jetzt können wir nochmal anfangen, den 93er Loft und Schnitt hinzufügen, den Sketch 94 und OK. So, jetzt ist dieses Teil hier drin und da soll das so halt hinterher ausgefräst werden, damit das da so drum passt. Muss man sich jetzt überlegen, wie man das hinkriegt. Ich kann jetzt erstmal hier das Modellflugzeug unsichtbar machen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr, weil so die Form von der Seite, die sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Also es muss jetzt nicht nach hier vorne nach oben oder unten verschoben werden. So, jetzt muss ich das suchen. Da haben wir Modellflugzeug, das machen wir unsichtbar. Und jetzt haben wir nur noch dieses Teil hier. So, das hier, da wissen wir ja, dass da 40 in der Höhe, vielleicht sogar ein bisschen mehr und 39 in der Breite, was so reingeschnitten gehört. Das machen wir jetzt erst einmal. Das heißt, wir machen hier eine Zeichnung drauf. Wieder eine Ellipse. So, das wird horizontal. Machen wir erstmal die Höhe. Du bitte kriegst eine Höhe von 40. Du eine Breite von 39. Du kriegst auch hier den Abstand von 1 mm. Und da schneiden wir jetzt einfach 2 mm rein. So, das eventuell ein bisschen größer machen, weil der Rumpf wird ja da schon wieder ein bisschen breiter. Das kann man sich hinterher immer noch überlegen. So, das heißt, ich mache jetzt hier, gehen wir erstmal wieder hier hin aus dem Sketch hier. Da machen wir, da fräsen wir das rein, aber nur 2 mm. Und jetzt wird das Teil hier ausgehöhlt. Das heißt, der und das die beiden, und das gibt eine Thickness bzw. Dicke. Und zwar nach innen. Das klappt aber nicht. Okay, wie machen wir das? Ich denke, wir müssen diesen Ring hier da abschneiden. Das heißt, wir machen jetzt aus der Motorhaube hier erstmal eine solche Kopie. Daraus machen wir einen neuen Körper. Das wird dann der Motorring, nennen wir das einfach mal. Und das ist unsichtbar. Wir haben jetzt nur noch den und da möchte ich jetzt das hier vorne alles abziehen. Wie machen wir das? Ich selektiere das hier, mache eine Zeichnung da drauf. Das kann ruhig ein Rechteck werden. So, schließen das und das wird halt hier weggenommen.
umgekehrt. Durch alles. Okay, dann bleibt nur der Ring stehen. Ja, da haben wir es geschafft. Also da haben wir den Motorring. So, den machen wir erstmal unsichtbar. Dann gehen wir wieder auf den die Motorhaube hier. Und jetzt möchte ich halt das hier weg haben. Machen wir das. Das machen wir ähnlich. Und zwar, wir konstruieren hier drauf auch wieder eine Zeichnung. Wir müssen aber erstmal den Motorhaube wieder zum aktiven Body machen. Doppelklick da drauf. Dann darauf kommt auch eine Zeichnung. Das kann auch wieder so ein Rechteck werden. Und das wird wieder abgezogen in umgekehrter Richtung. Und okay, dann habe ich hier also nur noch die Motorhaube. Und ich hoffe, dass jetzt das mit der Thickness funktioniert. Also der und der, die beiden werden jetzt erst einmal abgezogen. Bevor ich das mache, mache ich aber hiervon eine Kopie. Wie gesagt, wenn ihr die Funktion hier nicht hingelegt habt, dann könnt ihr die aufrufen über Part, Formteil, Create a Copy und dann Form aufbereiten. Die brauchen wir gleich für Nacharbeiten. Okay, warum er hier sketcht, denn das Häkchen dran hat, keine Ahnung. Der Motorring ist jedenfalls richtig. Kann man noch mal gucken. Motorring. Machen wir davon schnell mal eine Kopie. Nee, das stimmt fast nicht. Müssen wir gleich noch mal gucken. Für der Motorring ist auch nicht das Allerwichtigste. So, das heißt, den löschen wir erstmal raus hier. Wir machen jetzt weiter. Wir haben hier die Motorhaube als Kopie erstellt und wir haben die Motorhaube hier halt, wie wir sie gerade konstruiert haben. Jetzt wird das hier eine Thickness, du bitte und du bitte. Das wird die, allerdings im Part Design Modus, wieder die Dicke. Jetzt klappt das auch. Das soll jetzt nach innen aufgetragen werden und das soll eine Dicke kriegen von 0,8 mm. Das heißt, 2 Schichten wird es beim Druck. So, da haben wir die Motorhaube fertig und jetzt soll die Motorhaube halt, erstmal kommt da vorne noch ein Motorspann drauf. Da muss halt der Motor vernünftig reingeschraubt werden können. Und ich möchte hier an der Seite so Lufthuzen haben. Die Lufthuzen, die konstruiere ich folgendermaßen, indem ich, dafür habe ich auch die Motorhaube hier einmal noch kopiert. Das Innere der Motorhaube. Ach, Moment, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Dann machen wir immer die Thickness hier weg. Ich mache eine Kopie der Motorhaube. So. Das heißt, ich selektiere Steuerung C. Wir können das hier aufklappen. Und was brauche ich denn hiervon? Eigentlich alles. Außer den Origin hier. So, die kommen alle weg und dann einmal OK drücken, einmal Steuerung V drücken. Dann haben wir die Motorhaube hier und an der Motorhaube mache ich jetzt weiter mit dem, was ich gerade schon gemacht habe. Das heißt die Thickness und die Motorhaube brauche ich später. So, da machen wir dran weiter. Doppelklick hier drauf, dass die halt schwarz dargestellt wird. Und wir machen nochmal die Thickness. Na, wo bist du? Da. Und da machen wir wieder Dicke nach innen. 0,8. Und okay. So, dann sieht das so aus. Und jetzt können wir uns dran geben und hier die Lufthuzen rein konstruieren. Die Lufthuzen,
Das Ding wird hier auf der Spitze gedruckt. Die Lufthuzen, das macht Sinn, wenn die nicht ganz vorne anfangen. Für den Druck ist es aber schöner, wenn die ganz vorne anfangen. Ist also nicht ganz so easy. Ich würde sagen, lass die ganz vorne anfangen. Die müssen nur breit genug sein, dass da Luft rein kann. Und da erzeuge ich jetzt einen neuen Body. Und den nennen wir jetzt Lufthuzen. Ich glaube, mit TZ werden die geschrieben, ne? Lufthuzen. So, da wird eine Zeichnung generiert wieder auf der YZ-Ebene. Das heißt, einmal auf der YZ-Ebene, okay. So sieht das Ganze aus und da zeichnen wir erstmal ein Rechteck. Und hier kommen entsprechende Abrundungen dran. Oder aber ich mache Kreise. Ist die Frage, was mehr Sinn macht. Ich würde fast sagen mit den Kreisen, aber versuchen wir es einfach mal. So, das heißt, ich bemaße erstmal dieses Maß hier. Das wird 15 mm. Ja, kann man so lassen. Die beiden hier. Ja, die werden eben nicht symmetrisch dazu. Ich will die ja auch richtig mittig haben. Das heißt, ich zeichne hier eine Linie rein. Die wird blau. Das heißt eine Konstruktionslinie damit und die kriegt hierzu einen Abstand von 1 mm. Und dann können wir das jetzt hiermit machen. Du, Taste S, symmetrisch und du und auch symmetrisch. So, jetzt kann man das hier so rüberziehen. Man kann sich überlegen, wo möchten wir, wie breit wird das Ganze. Und jetzt machen wir erstmal da die entsprechenden Radien dran. Das Maß hier, das nehmen wir jetzt erstmal wieder weg, weil das ist gleich weg, wenn ich die Radien dran mache. Das heißt, das machen wir mit der Funktion hier. 1, 2, 3 und 4. Dann bemaßen wir das hier. Es gibt halt die 15. Müssen wir gerade mal schauen, ist das Ganze hier immer noch symmetrisch? Nee, das ist es überhaupt nicht. Die sind nicht mehr waagerecht. Also das machen wir aber jetzt hier. Du und symmetrisch. Ihr beiden seid vertikal verbunden und ihr beiden seid auch vertikal verbunden und die 3 Radien hier, die sind alle gleich, also Taste E drücken oder auf diesen Knopf hier. Das mag er aber nicht. Müssen wir gucken, warum nicht. Wo haben wir denn hier noch was das Ganze kaputt machen könnte? Machen wir die Equal. Jetzt haben wir alle Equal. Okay. Jetzt können wir uns halt überlegen. Das sind 15, also den Radius hier, festlegen, der wird 7,499. So, jetzt machen wir das hier wieder symmetrisch dazu. Jetzt können wir die Huzen hier so dran ziehen. Beziehungsweise mit diesem Punkt hier. So sieht das ganz nett aus. Ja. Jetzt gucken wir uns jetzt mal. Das ist auch auf die falsche Position gekommen. Das heißt, ich schließe das erstmal hier ab, mache eine Datum Plane. Wir machen die wieder sichtbar.
Da kommt die Datum Plane drauf. Und neue Datum Plane, die wird auch um minus 24 mm verschoben in Z. Und wir schließen das Ganze. Einmal OK. So, dann wird die Datum Plane, da wird dieser Sketch Nummer 102 sind wir jetzt schon. Der wird da drauf gesetzt. Dann haben wir den hier vorne so drauf. So stehen die Lufthutzen dann über. Und jetzt sollen die hier nach hinten, bis dahin ungefähr, so zulaufen. Das heißt, da müssen wir eine neue Datum Plane reinmachen. Die können wir erstmal unsichtbar machen. Und wir machen wieder von dieser abhängig eine Datum Plane. Und die ziehen wir jetzt natürlich nicht minus 24, sondern minus, sagen wir mal, dahin. Jo, was haben wir da? Minus 5. Okay. Dann kopieren wir uns den Sketch 102 hier. Steuerung C. Datum Plane deaktivieren und OK. Steuerung V. Da haben wir den Sketch hier reinziehen. Der kommt jetzt auf die neue Datum Plane. Das ist jetzt Sketch 103. Und Flatface. Okay. So, und der muss jetzt natürlich entsprechend geändert werden. Das heißt, ich gehe hier rein. Gehen wir ruhig so. Und jetzt können wir das hier so reinziehen und ziehen das so, dass es da so rein steht. Lassen wir es ruhig so ein bisschen überstehen. Nee, lassen wir es nicht überstehen. Komm. So, dann ist es wirklich drin. Und wir schließen das Ganze ab. Datum Plane machen wir unsichtbar. Der Sketch, der liegt da drin, das sieht man hier. Und da machen wir jetzt wiederum einen Loft. Wir fangen hier vorne an. Ein Loft. Und dann wird ein neuer Schnitt hinzugefügt. Und zwar der Sketch 103. Okay. Und das sind jetzt die Lufthutzen. So, jetzt kommt der... Ja, ist kein Knackpunkt. Nee, kann man so nicht sagen. Und zwar die Lufthutzen. Einmal müssen die ausgehöhlt werden, weil die sollen ja halt durchgängig sein. Und sie sollen aber auch nicht hier drin. Da soll ja ein Motor rein. So darf das also nicht aussehen. Also müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das bearbeiten. Das ist auch ein Grund, warum ich hier die Motorhaube so habe bestehen lassen. Das heißt, ich erzeuge erstmal aus diesen Lufthutzen ein Body bzw. eine Kopie. Und hier arbeiten wir jetzt wieder mit den Funktionen nicht von Part Design, sondern von Part. Das heißt Part, und da gibt es auch die Funktion Dicke. Wir selektieren die Flächen, die weg sollen, du und du bitte. Und einmal die Dicke auswählen bei Part, das ist die hier. Und das hier tippt man jetzt minus 0.8. Hier gibt es nicht den Knopf, um das zu ändern. Innen, außen, da muss man einfach hier ein Minus eingeben. So, das wäre jetzt die Lufthutze, wie sie dann zu sehen hat. Und dann haben wir hier diese Motorhaube. Davon mache ich auch eine Kopie. Das heißt, erstmal das hier beenden. Davon machen wir eine Kopie. Damit. Und jetzt nehme ich diese Motorhaube und
Dann haben wir hier die Lufthuzen. Davon mache ich auch eine Kopie. So, jetzt haben wir hier die Motorhaube. Also ich kann jetzt erstmal den unsichtbar machen. Ich habe jetzt nur noch die beiden. Also die Motorhaube, die Lufthuze und die soll da rausgeschnitten werden. Das heißt, Motorhaube, Lufthuze und ausschneiden. Differenz. Und siehe da, das funktioniert. Sieht ganz gut aus. Dann können wir jetzt die Lufthuzen wieder sichtbar machen. Beziehungsweise die Thickness. So, diese Thickness, davon machen wir jetzt auch eine Kopie. Und wir haben vorhin diese Motorhaube hier kopiert. Beziehungsweise das ist der hier. Davon machen wir jetzt auch eine Kopie. Den können wir erstmal unsichtbar machen. Ich habe jetzt also die Lufthuzen und die Motorhaube. Das heißt, von dieser Lufthuze, von dieser Thickness möchte ich das hier abziehen. Ach, das war Schwachsinn. Steuerung Z. So, also von der Thickness möchte ich die Motorhaube abziehen. Und dann nehmen wir hier die Funktion Differenz. Und das klappt nicht. Okay, müssen wir schauen, warum. Ich gehe mal davon aus, dass der hier vorne ein bisschen überstehen muss. Da können wir Folgendes machen. Die Motorhaube Nummer 6, das ist der hier. Dann machen wir den erstmal unsichtbar, den wieder sichtbar. Dann möchte ich hier vorne Doppelklick auf den, einmal hier eine Extrusion machen, damit das auf alle Fälle da wegschneidet. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Also der müsste jetzt an sich diese Änderung mitbekommen haben. Ja, hat er. Das heißt der und die Differenz. Klappt immer noch nicht. Einmal kurz schauen, warum das so sein könnte. Das ist der. Okay. Da haben wir die Thickness, da haben wir die Motorhaube. Ich nehme an, das hat hier hinten mit zu tun. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier auf die Konstruktion der Lufthuzen und den mache ich jetzt hier trotzdem. Der und das gibt die Differenz. Der klappt nicht. Und dann gehen wir jetzt hier die Motorhaube machen. Ne, nicht die Motorhaube, die Lufthuze machen wir sichtbar. Und ändern was an den Zeichnungen. Und zwar der Sketch hier. Dann lassen wir das ruhig darstellen. Und den Loft ruhig auch. So, der steht ja da so ein bisschen, ne, der steht nicht über. Also ich bin hier in der Zeichnung. Ziehen wir das mal ein bisschen raus. Schließen das Ganze. Der klappt immer noch nicht. Okay, jetzt versuchen wir das anders. Ich lösche den erstmal. So, da haben wir die Motorhaube, die machen wir erst auch mal unsichtbar.
Die auch. Da haben wir die Thickness und da die Lufthuts. So, das ist der. Das ist der hier von dem. Dann nehmen wir den hier. Davon machen wir eine Kopie. Haben wir hier. Also den können wir erstmal unsichtbar machen. Wir haben hier die Motorhaube. Und das Ganze ohne die Ausschnitte. Und versuchen wir die mal abzuschneiden. Thickness, Motorhaube, Differenz. Nee. So, jetzt lassen wir die Lufthuze. Da haben wir ja 2 Datum Planes. Lassen wir die mal wieder sichtbar machen. Einmal die. Und einmal die hier. Und die ist ja auf minus 24. Die machen wir jetzt auf minus 23,8. Oder machen wir ruhig 9,5. So. Enter drücken. Versuchen wir es nochmal. Die Thickness, die Lufthutzen, die machen wir jetzt weg. Die Thickness, das ist die Motorhaube, die ziehen wir jetzt davon ab. Und Differenz. Ja, das sind so die Unwägbarkeiten. Da muss man wirklich dann einiges rumprobieren. Was kann ich denn hier anders gemacht haben als in meinem Original? Im Original habe ich mit habe ich mit Kreisen gearbeitet und nicht mit dem Radius. Okay, das heißt, ich gehe jetzt her. Die machen wir erstmal alle unsichtbar hier. Und wir machen die Lufthutzen nochmal sichtbar. Und da müssen jetzt einfach die Zeichnungen verändert werden. Das heißt, ich selektiere das hier weg. Das soll aber nur der werden. Ja, das ist auch komisch, ne? So, da müsste auch noch so ein Streckchen drin sein. So, ich habe jetzt diese beiden Strecken hier. Die haben den Abstand 15. So, die Länge lassen wir gleich. Das heißt 41,45. Warum auch immer. Egal. So, jetzt zeichnen wir hier einen Kreis drauf. Und dieser Kreis, der wird daran tangential. Und daran auch tangential. So, der Mittelpunkt, der liegt da drauf. Und der wird zudem vertikal. So, fertig. Das machen wir hier drüben auch. Der Kreis. Taste T kann man da drücken. Du bitte da auch. Taste T. Und du zudem bitte vertikal. So, jetzt löschen wir den und den und den und den raus. Und wir haben die Zeichnung soweit fertig. Jetzt mal gucken, warum der hier noch rumtanzt.
versuchen. Wir schließen das Ganze. So, dann machen wir den zweiten Sketch hier. Doppelklick. So, da löschen wir die auch raus. Irgendwo müsste eigentlich jetzt so ein Stückchen sein. Ja, das da. Weg damit. Und hier auf der Seite genauso. Was ist da? Weg damit. So, das hier kriegt eine Breite von 24,09. Okay. Und da zeichnen wir jetzt genauso 2 Kreise ein. T. Tangential, du bitte da auch. Tangential und du bitte dazu. Vertikal. Da machen wir dasselbe. T. Und du bitte. Du bitte dazu auch vertikal. Und dann können wir jetzt wieder die Inneren da rauslöschen. Du und du. Und wir schließen das Ganze und haben die neue Lufthutze. So, die sollte sich überall hier weiter vereinigt haben. Und gucken wir uns einmal den an. Das heißt, wir machen die Lufthutzen erstmal unsichtbar. Jo, das sieht gut aus. Da haben wir auch hier noch so ein Stück vorstehen. Das ist auch ganz gut. Und dann haben wir hier jetzt, brauchen wir eine Kopie der Lufthutzen. Und zwar die ohne Thickness. Na komm, wo haben wir die Kopie? Da. So, das ist die Lufthutze. Und den machen wir unsichtbar. Gucken wir uns mal an. Den wollen wir davon abziehen. Thickness, Motorhaube, Differenz. Geht immer noch nicht. Okay, fragt mich nicht, warum das so ist. Ich kann euch kurz das Ergebnis zeigen. Hier oben haben wir das ja schon mal gemacht. Oder habe ich das ja schon mal gemacht, nicht wir. So, ich mache das hier erstmal unsichtbar und dann gehen wir in diesen Part hier rein. Da habe ich einen Motorspann konstruiert. Da habe ich eine Hutze konstruiert. Und ich habe auch die Motorhaube konstruiert. Und aus denen habe ich dann erzeugt die Motorhaube. Die sieht dann folgendermaßen aus, wenn man den Spand da wegnimmt. Wo ist der Spand? Da sieht man das. Ach, das habe ich schon verbunden. Also so sieht dann die Motorhaube fertig aus. Ja, nicht ganz fertig geworden mit diesem Tutorial. Vielleicht habe ich die hier zu groß gemacht. Wir können uns mal anschauen, was habe ich denn bei der Hutze anders gemacht. Das ist nicht ganz so breit. Machen wir uns die Hutze mal sichtbar. Machen wir hier mal abbrechen. So, wo sind wir da? Das ist die Motorhaube. Da haben wir die Hutze. Und da ist die dazu konstruierte Motorhaube.
wo liegt der Unterschied? So, weil die Vorgehensweise war an sich genau dieselbe. Das heißt, da ist eine Thickness hier von der Motorhaube, Thickness von der Huze und das gibt einen Cut. Und das ist genauso ausgeschnitten, wie man das da drüben gesehen hat. Und dann haben wir hier die Thickness für das Teil hier gemacht und das ist der Cut. Ich habe eine Fusion gemacht. Was habe ich denn fusioniert? Da haben wir den Cut Thickness abzüglich der Motorhaube und fertig. Und der Cut hier, das ist einfach der. Und die habe ich da fusioniert. Da hat das super gut geklappt. Also, sei es drum. Ihr seht, es ist nicht ganz einfach, mit Quickhead immer zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert und dann kann ich mich im nächsten Schritt an die Konstruktion der Befestigung für diesen Motorspand, für diese Motorhaube kümmern, eventuell mit einem Klicksystem, damit man den Flieger eben schnell vom Motorsegler in einen normalen Segler umwandeln kann. Okay, damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!